Oh, hallo! Wir sind Fußball 2000. Wir haben heute den Ödi-Kiosk übernommen und wir haben eine, das ist vorbereitet, Phil wird sich freuen, bunte Mischung an Themen heute für euch dabei. Natürlich müssen wir darüber sprechen, was vor dem Spiel passiert ist, aber gerade auch, was im Spiel passiert ist und was nach dem Spiel passieren wird. Wir haben jetzt erstmal ein bisschen Länderspielpause, aber erstmal haben wir viel zu besprechen, meine lieben Freunde. Ihr lasst jetzt schon mal Likes da, Kommentare, bla 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 bla, dies, das, Ananas, kommt danach in den Ödi-Kiosk, trinkt hier ein schönes Bier und dann ist allen geholfen. Vertragt euch. Pam pam. Fußball 2000, wir sind wieder da, die neue Folge heute am Ödi-Kiosk. Und liebe Leute, es ist Montag, gestern war Sonntag, so läuft es in Deutschland. Ja? Das ist so, ja. Also, und gestern Das ist war guter auch... Service auch an die Zuschauer. Ja, das Intro. Das ist Ja. das Intro. Ja, Ich weiß nicht, ob wir loslegen können, also irgendwie stört mich das da. Ich weiß nicht, ob wir anfangen können. Ja, ich bin auch unsicher. Aber Das war's guck vom mal, Service Freizeit. Aber Heute guck- Montag, gestern Sonntag, morgen Dienstag. Macht's gut. da ist ein Eichhörnchen und wir sind Fußball 2000 und wir reden heute darüber, dass die Eintracht gestern einen sehr, sehr wichtigen Sieg geholt hat. Aber lieber Phil, ich muss ehrlich sagen, bevor wir zum Spiel kommen, müssen wir zu dem kommen, was vor dem Spiel war. Und da war es ein wenig so, dass es ein wenig Zeitverzögerung gab. Ja, schwieriges Thema. Ich glaube, da kann man auch sehr kontrovers diskutieren. Müssen wir vielleicht auch ein Stück weit. Basti hat ja gestern in der Reaction auch schon seine Meinung dazu kundgetan. Ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders oder deutlich anders. Es gab auch in der Community sehr unterschiedliche Auffassungen dazu. Es ist einfach überflüssig. Es ist, finde ich, eines der größten Probleme, eine der größten Krankheiten unserer Zeit, dass sehr viele Menschen sich regelmäßig deutlich wichtiger nehmen, als sie sind. Und ich finde, fast nirgends momentan in der Gesellschaft ist diese negative Eigendynamik dieses Problems sichtbarer als in den sogenannten organisierten Fanszenen der Bundesliga-Clubs. Und leider, wie wir gestern gesehen haben, auch bei Eintracht Frankfurt. Nur ganz kurz für die Leute, um alle reinzuholen, die vielleicht gar nicht das Spiel gesehen, sondern nur gehört haben oder nur das Ergebnis gelesen haben. Normalerweise hätte das früher starten sollen, aber es war im Endeffekt so, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, die Rettungsbereiche versperrt waren. Die Fluchttore, genau. Die Fluchttore aufgrund verschiedener Banner. Das wird unterschiedlich in anderen Stadien gehandhabt. Hier war es jetzt de facto so, und das ist auch gar nicht zum ersten Mal so gewesen. Bochum ist dafür bekannt, dass sie da nochmal drauf gucken und dementsprechend konnte es so nicht stattfinden, weil halt diese Banner da waren. Und dann war es tatsächlich so, dass es eine Weile gedauert hat, bis diese Banner halt de facto weggehängt wurden. Man muss aber auch dazu sagen, Bochum ist eben das älteste Stadion der Bundesliga. Die Gegebenheiten da sind bekannt, die sind auch jeder Szene bekannt. Die waren auch diesmal im Vorfeld bekannt. Also von daher habe ich den ganzen Zirkus von vornherein ehrlich gesagt nicht verstanden. Basti, hast du da eine Meinung dazu? Ja, wie gesagt, ich habe ja gestern schon alles gesagt. Und ich habe auch gestern viele Hate dafür bekommen. Das ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. Weil im Endeffekt, wenn ich mich drauf einlasse, ja, Bochum, das ist alles bekannt, dann frage ich mich trotzdem, warum das scheinbar willkürlich gehandhabt wird. Also ich habe trotzdem einige Fragen. Natürlich, ich glaube auch, dass das die Meinung ist, die vorherrscht, die du hast. Ich teile die halt nicht. Das ist ja auch okay. So, man kann ja auch trotzdem miteinander sprechen und in Kontakt bleiben. Weil für mich ist da gestern auch nichts dramatisch. Ist okay. Wir bleiben in Kontakt auf jeden Ja, Fall. wir bleiben in Kontakt. Tatsächlich. Auch wenn wir komplett konträre Meinung haben. Das könnte vielleicht auch ein Vorbild sein. So ist die es. Leute da draußen, die sich dann halt auch zerstreiten, obwohl Ja. sie beide gar nichts damit zu tun haben. Du hast dann unbeteiligte Leute, die sich bis aufs Blut fetzen. Und ich denke mir so, wegen 10 cm Banner sehe ich das nicht ein, das mitzumachen. Weil im Endeffekt, so wie ich es verstanden habe, das Tor ging auf, 10 cm waren da irgendwie zu viel. Es gibt Bilder, die gehen ja jetzt auch rum, wo Dortmund das komplette Ding voll hängt, da ist das kein Problem. Natürlich gibt es da Fragen und ich habe noch weitere Fragen zu sagen, okay, wenn ein Stück Stoff die komplette Sicherheit in diesem Stadion gefährden kann, fühle ich mich dann überhaupt in diesem Stadion so sicher und so weiter. Und ich glaube, das ist der viel größere Kontext, es geht ja nicht um dieses Banner. Es geht darum, dass allgemein sich durchgesetzt hat, dass man mit Fußballfans machen kann, was man will. Und ich stelle mir halt die Frage, warum? Was ist eigentlich so passiert, dass wir uns daran gewöhnt haben, dass wir irgendwo an feste Plätze gesetzt werden, dass die Feuerwehr plötzlich jetzt mit einer Rolle spielt. Also für mich stellen sich da allgemeine Fragen und ich muss auch gar nicht verstehen, warum die aus dem Stadion gehen. Die haben ja nichts gemacht, die haben niemanden angegriffen, die sind einfach aus dem Stadion gegangen, haben gesagt, unter diesen Voraussetzungen wollen wir das nicht. Wenn ich das nicht akzeptieren kann, warum? Also wieso soll ich das nicht akzeptieren können? Die Leute, die dann da geblieben sind, können ja dann machen, was sie wollen. Ganz kurze Frage, weil ich habe das nur am Bildschirm gesehen. Du warst ja vor Ort. Und ich muss auch sagen, ich habe dann gemerkt, okay, es geht noch nicht los. Dann mache ich noch mal eine Runde durch den Park. Die Sonne hat geschienen. Ich habe tatsächlich gerade mit ganz anderen Problemen zu kämpfen, muss jede Woche irgendwie ins Krankenhaus für diverse Themen. Und deswegen habe ich auch ganz andere Situationen, die mich dann, also deswegen mich juckt das gar nicht. Es gibt wenig, was mich weniger jucken würde als diesen Zwist jetzt gerade. Die Frage, die ich mir aber stelle, kann man das nicht im Vorfeld
deeskalierend irgendwie schon mal kommunizieren, wenn man weiß, da gibt es ein Problem. Hätte das nicht eine Möglichkeit sein können, zu sagen, hier, wir wissen, da ist eine Schwierigkeit. Wollen wir irgendwie zusammenarbeiten, dass das kein Problem gibt? Das ist ja auch das, was der Eintracht-Vorstand Philipp Reschke gestern sehr klar angesprochen hat. Er hat gesagt, das war oder ist uns als Eintracht auch unangenehm. Das ist kein gutes Bild, das wir insgesamt da abgegeben haben. Sie haben die auch entschuldigt beim VfL Bochum und das Ganze muss jetzt aufgearbeitet werden. Denn das, was da gestern passiert ist, ist halt auch, also da sind wir wieder bei dem Thema, sich selbst wichtiger nehmen als alles drumherum. Ja? Dass man dafür sogar in Kauf nimmt, dass dieses Spiel niemals angepfiffen wird und am Ende die Eintracht die 3 Punkte am grünen Tisch verliert. Weil man irgendwie gebeten wird von den Sicherheitskräften und die haben nun mal in einem Stadion das letzte Wort, aus guten Gründen übrigens. Wir sind alles Kinder der 80er Jahre. Ja? Wer das nicht kennt, kann es gerne mal googeln von den jungen Kids. Wir sind aufgewachsen in diesen Stadionkatastrophen in Heysel, Hillsborough. Da gab es jeweils fast 100 Tote, genau aus diesen Gründen, weil die Fluchtwege versperrt waren. Und sobald eben bei solchen Veranstaltungen eine Massenpanik ausbricht, dann riskiert man Leben. Und deswegen gibt es Experten dort vor Ort, das sind nun mal die Sicherheitskräfte, die haben das Hausrecht. Und wenn die aus Gründen sagen, bitte hängt das ein Stück weiter nach da oder hängt das ab, dann hat man das als Gast in diesem Stadion schlicht und ergreifend zu machen. Und selbst wenn es vorher nicht entsprechend klar kommuniziert wurde, was ja sein kann, ja, dann ist das eine Sache von 10 bis 20 Sekunden, das entsprechend nachzuholen. Und dass da überhaupt drüber diskutiert wird und dass am Ende dann die sogenannte organisierte Fanszene auch noch kollektiv das Stadion verlässt. Also da muss ich ehrlich sagen, da ist in jedem Morgenstuhlkreis in der Kindertagesstätte meiner 4-jährigen Nichte ist mehr Reife vorhanden als da jetzt gestern. Aber da muss ich kurz was zu... sorry, ich wollte nur ganz kurz sagen, das ist ja trotzdem, ich verstehe deinen Punkt und ich glaube, genau diese Kontroversität, darüber kann geschrieben werden, schreibt es in die Kommentare, wie ihr das seht. Ich finde aber, dass Leute sagen, okay, da habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf und geht zurück, das muss man ja trotzdem tolerieren. Das muss ich ja dann auch als Gegenpart dann akzeptieren, dass ich sage, dann haben Leute keinen Bock mehr, dann gehen sie. Also genauso wie es ja in einer anderen Art und Weise ist, wenn Leute dann aus sich eine Konfliktsituation herausziehen wollen, dann ist das doch zumindest okay. Das muss ich doch akzeptieren. Ja, finde ich nämlich auch, weil die haben ja da keine Randale gemacht. Die haben gesagt, nee, also im Endeffekt haben die Prinzipien, die muss ich auch nicht verstehen, aber ich kann sie ja respektieren. Ich sag's ja nicht, dass ich nicht respektiere. Ja, aber du sagst ja im Endeffekt, ja, nein, ich mit 4-Jährigen. Ich meine, die können ja ihre Regeln haben. Die haben niemanden angegriffen, gar nicht. Die sind einfach rausgegangen. Aber das Problem ist, Basti, die sind einfach rausgegangen. Und ganz kurz nochmal zu diesem, von wegen, das hat man zu akzeptieren. Im Endeffekt habe ich von vielen Leuten außerhalb der aktiven Fanszene gehört, auch die in diesen Bereichen arbeiten, ich werde jetzt niemanden nennen, auch gehört, dass dieser Einsatzleiter dort eine sehr eigenwillige Interpretation seiner Arbeit dort hatte, weil er erst gesagt hat, das Tor muss aufgehen, dann ging das Tor auf und dann war es plötzlich nicht mehr das Tor, sondern war es irgendein Fluchtweg. Also im Endeffekt weiß ich nicht, ob man sich nicht so einfach macht, wenn man hier alles auf der aktiven Fans ablädt. Weil im Endeffekt wirkt das an gewissen Stellen, und das ist an anderen Stellen auch so, wirkt das schon so, als wenn da Leute jetzt plötzlich dazukommen, gerade von der Feuerwehr, ich weiß gar nicht, wo das plötzlich herkommt, ja, die dann da auch Bock haben, Stress zu machen und auch wissen, wie sie Stress machen. Und ich kann das ja trotzdem mal erwähnen, bevor mir, und das kam mir viel zu einfach weg, dass das vielleicht gar nicht so eine Schwarz-Weiß-Geschichte ist, sondern dass man denkt, vielleicht ist in Bochum auch wirklich ein nerviger Ordnungsdienst, der auch dazu hätte beitragen können, dass dieses Spiel schneller stattfindet, weil er das bei anderen Spielen auch zugelassen hat. Und die Frage muss man sich stellen dürfen zumindest. Ich finde, sagen, warum geht das da und warum geht das da nicht? Du wolltest was sagen? Ja, das Ding ist, wir können es ja gar nicht abschließend beurteilen, weil wir waren ja nicht bei den anderen Spielen dabei. Wir wissen nicht, wie da die genaue Bannerkonstellation war. Das ist die Kommunikation. Exakt, dass es bei anderen Spielen möglicherweise anders war. Ja, können wir alle nicht beurteilen. Das ist aber auch jetzt nicht wirklich schlimm. Ich finde halt, die Feuerwehr gehört halt zu diesen Sicherheitskräften, die letzten Endes die Gesamtsituation beurteilen müssen. Und wenn es brennt, sind sie da. Und wenn man da zu Gast ist, das ist wie wenn du irgendwo zum Essen eingeladen bist und du gehst rein und der Gastgeber sagt, zieh so bitte die Schuhe aus, weil bei uns ist das so. Und du sagst, nee, will ich aber nicht, weil ich friere an den Füßen oder da ist ein Loch in meinem Strumpf oder whatever. Ja, dann setzt du dich auch nicht auf die Türschwelle und sagst, nee, ich ziehe jetzt aber die Schuhe nicht hier aus, sondern ich gehe. Aber wenn ich dann reingehe und sehe, alle anderen haben die Schuhe an und ich darf die Schuhe nicht anbehalten, dann frage ich mich schon, Entschuldigung. Ich glaube, der Vergleich hinkt aber tatsächlich jetzt ein bisschen. Und ich finde nach wie vor, die Gesamtproblematik ist halt so auch diese fehlende Relation. Also die Dinge in der Kurve werden gerne nach meinem Empfinden so ausgelegt, wie man es gerade braucht. Und man geht dann da gestern kollektiv aus dem Block raus und sagt, machen wir nicht mit. Und das sind aber dann dieselben Menschen, die irgendwie, wenn die Eintracht ein Heimspiel hat und liegt nach 89 Minuten 0:3 zurück und auf der Gegengrade stehen Menschen auf und gehen, weil die Mannschaft scheiße spielt, denen dann vorwerfen, sie wären nicht die richtigen Fans, weil sie die Mannschaft... Ich verstehe deinen Punkt. Die Relation passt halt ganz oft. Ich verstehe deinen Punkt. Ich würde trotzdem immer versuchen, den einen Sachverhalt mit dem einen Sachverhalt zu behandeln und nicht auf Grundsätzlichkeiten abzugehen, weil dann wird es unscharf. Übrigens aber halt auch eine Unschärfe, die wir sagen, ja, ich habe das gehört, das ist tatsächlich schwierig für uns zu beurteilen, weil wir vieles halt nicht faktisch wissen. Was, glaube ich, für uns total wichtig ist, dass hier eine Art der Kommunikation wieder geschaffen wird, damit Leute auch
präventiv gar nicht zu solchen Situationen kommen. Dass man es hinbekommt, dass man sagt, hier, da ist eine Situation, versucht man deeskalierend Situationen zu lösen. Wenn das nicht möglich ist, dann können wir immer noch über die nächste Stufe sprechen. Ich habe hier das Gefühl, dass im Vorfeld irgendwas verpasst wurde, wo man schneller die Situation hätte lösen können. Und ich glaube, daran muss gearbeitet werden, um all die unterschiedlichen Positionen einigermaßen zu verbinden. Ist es okay, wenn wir das abbinden? Und genau deshalb vielleicht noch abschließend, ist auch wichtig und richtig, dass die Eintracht, dass Philipp Reschke im Vorstand, ja zuständig für Fanangelegenheiten, sagt, klar. Wir müssen das jetzt eruieren. Ja, vielleicht kommt ja in diesem Prozess genau das heraus, dass es auf beiden Seiten Verfehlungen gab und dass man daraus lernt und dass man guckt, dass so etwas eben in dieser Form weder von der einen noch von der anderen Seite künftig nötig ist. Zumal das ja gegen Gladbach und Stuttgart auch schon die Problematiken waren. Ich glaube, das ist kein Eintracht-Fans exklusives Thema gewesen, hat sich ja da gezeigt. Und ich glaube, Phil, dass ich ein genau andersrum das Gefühl habe. Weil im Endeffekt, du hast das Gefühl, wenn es gerade so Fanthematiken sind, dass man da zu locker mit den Fans umgeht. Ich habe genau das Gegenteil das Gefühl. Ich habe das Gefühl, in den ganz normalen Pressemitteilungen und in den ganz normalen Gesprächen, die so stattfinden, haben die aktive Fans eben gar keine Lobby. Weil im Endeffekt sich auch viele Maßnahmen durchgesetzt haben, die eigentlich so nicht in Ordnung sind, die man aber akzeptiert, weil das sind ja Fußballfans. Und ich habe einfach trotzdem bei solchen Sachen immer den Impuls zu sagen, ey, da muss man trotzdem vielleicht ein bisschen relativieren, auch, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, wenn ich das natürlich auch nicht komplett verstehe, was da passiert ist. Und auch den Impuls habe zu sagen, ja, dann mach's doch kurz weg. Ich habe das auch. Aber das hat mich auch, ich muss es ja aber auch nicht bewerten. Und im Endeffekt kann ich auch niemandem vorschreiben, was er dann zu tun hat, wie du es gesagt hast. Für all die Leute, die regelmäßig auf Auswärtsfahrten sind, mittlerweile auch in Deutschland. In den letzten Jahren hatten wir immer gedacht, das passiert nur im Ausland, aber es ist jetzt auch schon in Deutschland, dass wir immer mehr Verschärfungen erleben, dass wir immer mehr angestrengte Situationen erleben. Und das ist natürlich krass, auch wenn wir würden jetzt am liebsten auch jetzt schon über Europa sprechen und wir sind froh, dass, vielleicht kommen wir noch auf Tottenham, aber da geht es noch einigermaßen. Aber in vielen anderen Ländern ist mittlerweile das Niveau so angestrengt, dass ich denke, wir müssen alle irgendwie einen anderen Weg finden, um besser wieder zusammenzukommen und solche Spiele auch wieder möglich zu machen. Also ich glaube, da ist gestern vieles schiefgelaufen und es ist wichtig, das aufzuarbeiten. Das wird passieren. Und so diskutiert man übrigens mit unterschiedlichen Positionen und geht am Ende trotzdem gut auseinander. Es ist für die Gesellschaft vorbildlich, was wir hier machen. Basti, du hast übrigens deinen Nippel verloren, den können wir gerade mal dran machen. Während der Marvin jetzt wahrscheinlich auf das schöne Sportliche überleitet. Das sind Dinge, die will man nicht über sich hören. Basti, du hast gerade deinen Nippel verloren. Ich hab's in dem Moment auch gerade gedacht. Entschuldigung? Aber Basti, ich wollte doch hinten dran packen, besser als was anderes. Aber liebe Leute, wir bleiben dran. Es ist einfach Es ist live, es ist live. Es ist wie live, es wird nicht geschnitten. Und wir machen jetzt einfach weiter, weil Phil hat es gerade gesagt, fernab das, was davor passiert ist, gibt es was ganz Wichtiges. Und zwar ein Sieg der Frankfurter Eintracht in Bochum. Nach den Wochen der Schwäche in der Liga haben wir es geschafft, endlich wieder Punkte zu holen. Und ich muss echt sagen, was ich da zum Teil gesehen habe, hat mich durchaus erfreut. Und einen Namen will ich schon mal erwähnen. Der junge Dax Bahoja, 19 Jahre, wahnsinnige Woche. Ja, wir haben so einige junge Dachse am Start gerade, die ziemlich gut performen. Aber klar, Bahoja ist eines der Gesichter. Lass mich kurz noch eins vorne wegschicken. Ja. Vor 2 Wochen haben wir gesagt, das sind die wichtigsten 10 Tage, 14 Tage der Saison. Ja. Und wir haben am Ende gesagt, wenn du in diese Länderspielpause gehst, mit einem Champions-League-Platz im Rücken und mit einem Viertelfinaleinzug, wie auch immer, gegen Ajax, ja, dann ist alles gut. Dann kannst du eigentlich nur die Hüte ziehen vor dieser jungen Mannschaft. Genauso ist es gekommen, auf maximal überzeugende Art gegen Ajax. Und das, was ich vorschicken will, bei allem individuellen Lob, das gleich kommt, der gestrige Sieg war von der Art und Weise, wie er zustande kam, unfassbar wichtig. Das war, wenn ich mir einen Sieg vorher hätte malen können, eben nicht ein überzeugendes, ein spielerisch dominantes 3:0 gegen einen völlig hoffnungslos unterlegenen Gegner, der sich nicht wehrt, so wie es Ajax am Donnerstag ja war, sondern wirklich gegen einen maximal unangenehmen Gegner, der dich auch auf eine ganz andere Art nochmal fordert, wo du diese Resilienz haben musst, ja? Wo du kratzen, beißen musst gegen diesen Club, gegen diese Mannschaft, gegen dieses Publikum auch. Richtig. Und am Ende das Spiel dann eben mit einem Statement garniert gewinnst, auch wenn du zwischendurch gewackelt hast. Das gibt dir so viel für das verbleibende letzte Viertel der Saison. Gibt so viel und gibt trotzdem auch Anlass, über vielleicht die eine oder andere nicht so gute Situation zu sprechen. Das machen wir auch noch, liebe Leute. Ein Cliffhanger jagt den nächsten. Aber es ist trotzdem so, dass ich halt genau mir angucke, was die Tore waren. Und wenn ich sehe, was die Tore waren, dann sehe ich natürlich einen Christensen, der unfassbar viel Gas gegeben hat. Dann sehe ich aber auch beispielsweise einen Götze, der in einer der brillanten Form sich gerade befindet. Wahrscheinlich der beste Götze, der jemals bei der Eintracht gespielt hat. Ein wunderbares Duo mit Ekitike gerade bildet. Die beiden schönen Spieler haben ein richtig gutes Gefühl und gleichzeitig ist es aber so, deswegen gehe ich noch mal ganz kurz auf Bahoja, jemand, der sich gerade hervortut und immer wichtiger wird. Ja, es ist mittlerweile so ein Stammspieler aus dem Nichts. Also ich glaube nicht, dass wir den viel als Startelf-Kandidat immer im Kopf hatten. Auf gar keinen Fall. Und der entwickelt sich gerade so ein bisschen. Ja. Also ich glaube, dass viele Leute sich Usum gewünscht hätten. Jetzt ist es aber Bahoja, der in diesen Spotlight sich reinspielt. Und der hat auch lange drauf warten müssen. Und der hat nie aufgegeben, der hat immer weitergemacht. Der hat sich das, was man ihm gesagt hat, irgendwie zu Herzen genommen.
Der ist ein anderer Spieler geworden. Der hat diese unglaubliche Schnelligkeit schon immer gehabt, aber man konnte ihn auch nicht so greifen. Ja. Wusste nicht ganz genau, ist das jetzt ein Außenbahnspieler, ist links, rechts, bla bla. Der war so schnell weg, wir wussten es nicht genau. Ja, und der hat sich jetzt durch dieses Ajax-Spiel, hat er sich vielleicht auch so ein bisschen Selbstvertrauen geholt. Und das sieht man dann da, wie er selbstverständlich in diesen Raum reinläuft. Das ist genau das, was man sehen muss. Und das ist genau das, was sich dann halt vom VfL Bochum unterscheidet. Ich glaube, dass die Eintracht in den Situationen einfach ihre individuelle Klasse auf den Tisch gelegt hat. Und gesagt hat, okay, das ist ein enges Spiel, das ist ein nerviges Spiel, für Bochum geht es auch um alles. Aber wir sind in der Lage, diese Kombination durchzuführen. Und das hat sich, gerade bei dem Bahoya-Tor hat sich das gezeigt. Und es war, wie Phil sagt, es war so unglaublich wichtig zu sehen, dass die auch hinten raus, nach einem Europapokalspiel, noch die Körner haben, dagegen zu halten und dann das 3-1 noch zu machen. Eigentlich musst du das ja viel früher schon machen. So. Aber alleine, dass du nicht einbrichst, weil das hätte passieren können und das hätte man sogar erklären können. Zu sagen, ey, hinten raus reicht es da nicht mehr, aber die Eintracht hat es gemacht und Bahoya war einer der Gesichter. Auf jeden Fall. Zu Bahoya vielleicht noch 2, 3 Gedanken. Zum einen finde ich es extrem wertvoll, wie er jetzt auch schafft, diese Grundgeschwindigkeit, die er hat, mit einer Klarheit im Spiel zu verbinden und mit einer Effizienz. Ja. Das ist mega viel wert. Ich muss auch ein bisschen Abbitte leisten, weil ich lange gesagt habe, ich sehe nichts. Ich weiß nicht, wofür der steht. Ich kann den nicht so richtig greifen. Das weiß ich noch. Gesagt? Ja, ich habe es mehrfach gesagt, weil es jetzt ja auch über ein Jahr gedauert hat. Er ist aber auch erst 19 und da habe ich mir jetzt gestern am Donnerstag auch schon wieder gedacht, vielleicht sind wir auch einfach zu häufig, zu schnell in der Bewertung dieser jungen Spieler. Wir müssen da einfach ein bisschen mehr Geduld haben. Das war mein Learning aus dieser Geschichte. Und es ist halt tatsächlich auch so, dass dieser Bahoya, diese Geschwindigkeit, der hat gestern einen Rekord aufgestellt, über 37 Stundenkilometer. 37,16. Das ist das Schnellste, was seit Datenerfassung der Bundesliga jemals gemessen wurde. Wenn der hier durch den Öder Weg rennt, in der 30er-Zone, ist er seinen Führerschein los wahrscheinlich am Ende des Tages. So fucking schnell ist der. Was glaubt ihr, wie schnell ihr noch rennen könntet? Ja, 5 km/h. 28 traue ich mir zu. 28? Ja, 28? Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie schnell ihr noch rennt. Die Fußball 2000 Olympia kommt im Sommer, dann machen wir mal den Vergleich. Ob das wirklich so passiert, da habe ich echt Bock drauf. Schreibt ihr mal in die Kommentare. Phil und ich rennen gegeneinander. Wir werden alle komplett, wir werden uns die schlimmsten Verletzungen der Welt zuziehen am Ende. Ich steige beim Ringen ein und ringe euch alle nieder. Oder so machen wir das auf alle Fälle. Ein bisschen rangeln, ein bisschen rangeln. Es schadet nie. Ein bisschen rangeln ist auf jeden Fall gut. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie schnell ihr seid. Oder viel besser, was ihr zu Bahoya sagt. Denn wir waren alle große Fans. Aber Fans an diesem Tag. Das kann natürlich in der Offensive gut funktionieren. Hat's auch. Aber auch die Defensive muss dann natürlich gerade ein paar Situationen ersetzen. Trapp nicht da, Theat nicht da. Diese Situation, dass gerade mit Trapp natürlich ein wichtiger Spieler fehlt. Und erneut macht Santos ganz gut. Ganz gut, ist ehrlich gesagt untertrieben. Das war wahnsinnig, was er da gestern abgerissen hat. Und die eine oder andere Parade, gerade den er da von der Linie kratzt, war absolut wahnsinnig, weil ich habe das von meiner Perspektive schon so gesehen, na gut, da geht das rein. Ja. Und auf einmal hat er noch der hat auch riesen Hände. Auf einmal taucht diese schützende Hand auf. Und ich habe das genau in diesem Winkel gesehen zwischen den Verteidigern. Ja. Auf einmal reißt er noch seine Hand daraus. Und ich denke mir so, Alter Bruder, vielen, vielen Dank. Und es gab auch Szenen bei ihm, wo er vielleicht jetzt nicht die allerschlimmsten Bälle gehalten hat, aber trotzdem so eine Emotionalität dann noch reingebracht hat. Sich feiert, die Mannschaft feiert ihn mit. Es gab Santos Sprechchöre tatsächlich. Ja. Also so ein bisschen hat mich das beruhigt, weil ich muss ganz ehrlich gestehen, und das habe ich auch immer noch, ich bin mir nicht sicher, was für ein Torwart das ist. Den kann ich auch noch nicht ganz greifen. Wie du vielleicht bei Bahoya damals, kann ich es noch nicht ganz greifen. Ist das jetzt der Mainz Santos oder ist das der Bochum Santos? Welcher Santos, welchen werden wir sehen? Der ist aber auch noch jung. Der ist auch jung. Das heißt, der kann diese Fehler, die er noch in seinem Spiel hat, auch abstellen. Ja. Und wenn das so ist, und ich sag's wenn, und ich sag's bewusst wenn und ein Ausrufezeichen hinter das wenn der das abstellen kann und eine Souveränität sich durch wachsende Erfahrung irgendwie drauf schaffen kann, dann ist das ein Monster-Torwart. Weil der auch in der Strafraumbeherrschung und alle anderen Sachen gut macht. Nur ganz kurz Input. Es ist tatsächlich so gewesen, 6 größere Paraden und davon insgesamt dadurch einen Wert von 2,95, also 2,95 Tore, potenzielle Tore verhindert. Ach so, ja, genau, das ist es. Minus XG. Minus XG. Also wir merken, der war maßgeblich daran beteiligt, dass die Eintracht zwischenzeitlich im Spiel gehalten wurde, während es zwischenzeitlich total brenzlig war. Wir erinnern uns die Schlussphase. Also da war wirklich viel drin. Ich gehe sogar so weit und sage, der hat das Spiel gewonnen für die Eintracht gestern. Ja, ist aber auch, Kauer hat das Spiel für die Eintracht gewonnen. Er hat es übrigens bei den Kollegen des Kicker nicht mehr in die 11 des Tages geschafft. Ja, warum auch? Heute Morgen gesagt. Da frage ich mich, was muss ein Torwart eigentlich leisten? Wer ist denn in der 11 des Tages? Gulaschi.
Ja, also meine Güte. Guten Appetit, Gulacsi. Aber weißt du mal, das Problem ist bei Red Bull-Spielern, man weiß nie genau, ob die wirklich so gut gespielt haben, weil es schaut sich ja sonst keiner an. Das klingt für mich nach einer Gefälligkeit. Ja, das ist so. Aber gut. Zu Kauer noch gesagt, ich meine, der ist auch erst 21. Und wenn ihr euch so umguckt in der Bundesliga bei diesen jungen, großen Torhüter-Talenten, egal ob es Atubolo ist, ob es Urbich ist, die haben alle ihre Böcke drin. Genau. Weil beim Torhüter eben jeder kleine Bock einfach unfassbare Auswirkungen hat. Ja. Das hast du auf anderen Positionen nicht so. Deswegen in der subjektiven Wahrnehmung sind die Fehler eines jungen Torhüters wiegen immer deutlich schwerer als die eines jungen Sechsers oder Zehners. Ja. Weil es halt fast immer dann ein Gegentor ist. Und das finde ich total wichtig. Du hast Atubolo angesprochen, für mich ein toller Spieler, der noch viel besser wird. Genau so ein Spieler ist natürlich ein Freiburg, hat er natürlich die Möglichkeiten, besser zu wachsen, ohne den ganz, ganz großen Druck. Und genau so müssen wir es eigentlich mit Kauer Santos tatsächlich jetzt auch machen. Weil perspektivisch wird das wahrscheinlich derjenige sein, der irgendwann mal Kevin Trapp ersetzt. Und dann müssen wir dieses Vertrauen haben. Die Tatsache, dass er diese Anlagen hat, die Tatsache, wie schnell er wie eine Katze unten ist, also mit seinen knapp 500 Metern, die er hat, hier nach oben, ja, ist ja der Wahnsinn, wie schnell er runterkommt. Das sind halt alle Situationen, also die Reflexe sind da und ich glaube, es ist auch könnte ein mitspielender Torwart perspektivisch sein, der uns da mit, ja, wie soll ich sagen, anderen Fähigkeiten gesegnet ist, als es vielleicht bei Kevin Trapp ist, der da nicht seine Stärken hat, will ich meinen. Also ich glaube, das ist etwas, mit dem können wir einigermaßen rund gehen, aber es wird Fehler geben und die müssen wir dann auch bereit sein zu verzeihen. Ja, wie gesagt, für mich ist diese Santos-Nummer noch eine 50-50-Sache. Ich habe dazu noch keine abschließende Meinung. Das musst du auch nicht. Weil ich im Endeffekt, ich sehe auch ein Risiko zu sagen, okay, man geht, keine Ahnung, ab Sommer jetzt mit ihm als Nummer 1. Das kann auch ein Risiko sein. Weiß ich gar nicht, ob das jetzt in diesem Sommer schon passieren muss. Es ist, Ja. aber alleine das wird eine Diskussion werden tatsächlich. Ja. Und ich glaube auch hier, Ah, guck mal hier. Hier, guck hier. Oederweg fordert Ja, der Santos. Pöbel hier, ey. Es ist so hier, so wird Stimmung gemacht mittlerweile. Nein, aber ich glaube, und auch hier ist dieser Disclaimer wichtig, wie wir es bei der Banner-Diskussion hatten. Ja. Ich glaube, auch hier muss man lernen, verschiedene Meinungen zu akzeptieren. Weil Ja. ich habe das Gefühl, jetzt wird es wieder angefangen, Kevin Trapp fertig zu machen, die anderen machen Santos fertig und bla bla. Niemand muss irgendjemanden fertig ja, machen. eben. Eigentlich kann man es doch als komfortable Situation ansehen, zu sagen, man hat mit Kevin Trapp einen erfahrenen Torwart. Und ehrlich gesagt, diese Erfahrung von Kevin Trapp würde ich trotzdem nicht unterschätzen. Auf gar keinen Fall. Bei allen kleinen Fehlern, die er in den letzten Wochen in seinem Spiel hatte. Man hat das gesehen an gewissen Stellen, dass dann so eine Erfahrung auch wichtig ist. Jemand, der so eine Ruhe bewahrt. Und dass Santos, wie du es gesagt hast, als junge Torhüter Böcke drin haben. Ich würde diese Entscheidung nicht treffen wollen. Ich hoffe nur, dass sie friedlich getroffen wird. Und dass sowohl Kevin Trapp mit erhobenem Hauptes irgendwann, wann das ist, weiß ich nicht, dieses Tor verlässt. Und dass Santos dann, wenn er dann noch Erfahrung sammelt, halt ein sicherer Torwart wird. Und für alles habe ich noch keine abschließende Bewertung, muss ich sagen. Sicherheit ist das A und O. Sicherheit strahlt auch dieser Mann übrigens Oh, ein. hey. Ja, guck mal, können wir noch mal ganz kurz zeigen. Heute ist eine besondere Folge. Guck mal, das Club Berlin ist da, wa? Glückwunsch an die Hertha. Das ist übrigens der Chris, einer der maßgeblich Beteiligten daran, dass das Social Media Produkt von Social Media, von Fußball 2000 so gut funktioniert. Alles gut bei dir, mein Lieber? Bei euch auch? Ja, läuft auf jeden Fall. Wir sind gerade live in der Aufnahme. So ist es. Auch er hat diesen Award gewonnen, den wir hier so wunderbar präsentieren. Und es ist tatsächlich so, dass, wenn wir über Sicherheit sprechen, natürlich Kevin Trapp, wir wissen, er strahlt Sicherheit aus. Kevin Trapp, er strahlt Sicherheit aus. Das ist ganz wichtig, dass es diese Situation gibt. Und wir werden einfach ganz offen in diese Diskussion gehen. So oder so bin ich sehr sicher, auch wieder sicher. Marvin strahlt auch Sicherheit. Also, Das ist ein guter Torhüter haben. Also ich finde zunächst mal, was mich letzte Woche extrem irritiert hat, und das möchte ich nochmal hervorheben, als die Eintracht verkündet hat, dass Trapp gegen Ajax ausfällt, was da zu lesen und zu hören war im Stadion, in den sozialen Netzwerken, da fragt man sich wirklich, ob bei vielen früher echt die Schaukel zu nah an der Hauswand stand. Weil den eigenen Torhüter und Kapitän da dermaßen fertig zu machen, ist ein absolutes No-Go. Der hat sich unfassbare Verdienste um diesen Verein erworben. Er tut es noch immer. Er ist ein Gesicht des Clubs. Das ist die eine Seite. Und gerade übrigens deshalb musst du jetzt gucken, dass du mit diesem offensichtlichen Generationswechsel im Tor, der ansteht, die Frage ist, wann steht er an, dass du den smooth hinbekommst, dass du den so hinbekommst, dass vor allen Dingen auch Kevin Trapp den Respekt bekommt und die Anerkennung, die er verdient, wann auch immer das ist. Ich würde es eher früher als später machen, weil einfach, finde ich, jetzt der richtige Zeitpunkt auch zeitnah da ist. Aber das entscheide nicht ich, das ist meine Meinung. Aber mir ist am wichtigsten, dass dieser Übergang für alle gut läuft und dass man das entsprechend auch steuert von Vereinsseite. Das finde ich total wichtig, dass du sagst.
auch das Gefühl, dass mittlerweile total sinnlos an dieser Position eine Eskalationsstufe hochgezogen wird, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Aber das ist wie Basti sagt, wieder schwarz-weiß. Ja. Wie Team Kauer, Team Trapp. Aber das muss doch gar nicht sein. Das sind unsere beiden Torhüter bei Eintracht Frankfurt. Team Eintracht Frankfurt. Das ist ja genau der Punkt. Das ist das Team Eintracht Frankfurt. Wir haben 2 gute Torhüter. Jeder hat seine Spezifikation, jeder hat seine Highlights, hat auch vielleicht so seine Lowlights. Das wissen wir. Aber trotzdem sind es beides, der eine potenziell, der andere erwiesen, herausragend gute Torhüter. Und dann sollen wir doch froh sein, in dieser Situation zu sein. Die muss jetzt gut gemanagt werden. Aber dass ein Zerfleischen auch in solchen Positionen stattfindet, ist mir unergründlich. Und Leute, bleiben ein bisschen gemäßigt. Wir können froh sein. Kevin Trapp ist wichtig. Du sagst wichtig. Liebe Leute, wir sehen, wie viel Situation es mittlerweile gibt, wie lange Spieler bei einem Verein sind. Sie sind nicht mehr lang bei einem Verein. Das ist tatsächlich total krass. Und wenn du dann jemanden Hat die Feuerwehr hier den Banner abgemacht? Ja, warte jetzt hier. Aber wenn du dann jemanden hast, wie Kevin Trapp, der lang bei diesem Verein ist. Ich mach hier nicht weiter. Ja, genau. Der lang bei einem Verein ist, der auch das Aushängeschild ist, dann muss man die Leute anders behandeln. In einer Zeit, in der sich sehr viel verändert, gibt es auch gewisse Kontinuitäten und da ist Kevin Trapp einer davon. Ich glaube auch tatsächlich, dass ein Großteil der Leute das tut. Ja. Und ich glaube tatsächlich, dass das auch so eine Social-Media-Bubble ist, die sowieso bei allen da das hast du recht. Bewusstsein verliert. Falsche Wahrnehmung. Nein, und das ist im Endeffekt auch ein Fehler, den man dann selber macht. Dann liest man irgendwie Kommentare von irgendwelchen Verrückten, die dann Kevin Trapp irgendwie als schlechtesten Torwart der Bundesliga ansehen. Im Endeffekt, man muss immer in der Lage sein, das differenziert zu betrachten. Ich bin großer Kevin Trapp-Fan. Ja. Kann aber gleichzeitig auch einsehen, wenn er an gewissen Stellen Unsicherheiten drin hat. Oder wenn man ihm vielleicht diese Verletzungen, die er seit Wochen mit sich rumschleppt, wenn man ihm die anmerkt. Ja, oder auch, dass er ein anderer Torwarttyp ist. Der kommt aus einer ganz anderen Schule. So, ja. Also der hat eine ganz andere Ausbildung genossen als vielleicht jetzt Kauer Santos. Und trotzdem ist es so, beide haben ihre Stärken, beide haben ihre Schwächen. Und du kannst für beide Argumente finden und die beste Situation ist doch einfach, beide zu haben. Genau. Stell dir mal vor, du hättest einen etwas schwächlichen Kevin Trapp und hättest niemanden in der Hinterhand und müsstest jetzt auf dem Transfermarkt, und das wäre eine richtig schwierige Aufgabe, einen Torwart finden. Ja. Finde mal jetzt einen Torwart. Also so diese Torwartgeneration, die man in Deutschland mal hatte, die gibt's ja auch nicht mehr. Also ich weiß nicht, was macht Gary Ehrmann, Digga? Bringst jetzt gar keine Torhüter raus. Früher hat er das gefühlt den Wochentakt gemacht. Da konnte ganz Deutschland sich an Gary Ehrmann Torhütern bedienen. Ja. Gibt's auch nicht mehr. Also das heißt, die Eintracht, Gary Ehrmann Quelle ist versiegt. Das heißt im Endeffekt, es muss möglich sein, und ich glaube fest daran, dass das so ist, dass Kevin Trapp irgendwann das Zepter weitergibt, das erhobenen Hauptes tut und dass trotzdem auch das passiert, was du sagst, dass dann die Kevin Trapp-Fans nicht sagen, ja, aber der Santos ist mir zu wackelig, weil die Wackler wirst du mit einplanen müssen, ja, da muss man ihn auch supporten. Und im Endeffekt, ich wünsche mir einfach, dass beide supported werden und dass die Eintracht das gut hinkriegt. Auch wenn das keine leichte Aufgabe ist, das muss man auch dazu sagen. Ich würde nicht derjenige gerne sein, der jetzt diese Entscheidung trifft, weil was mache ich, wenn du einen Kevin Trapp hast, der sagt, ja, ich will nächsten Sommer, ich will auch bleiben, was absolut berechtigt ist, weil er hat Vertrag und der wurde auch irgendwann unterschrieben. Ja. Aber auch einen Kauer Santos hast, der sagt, boah, noch ein Jahr Bank will ich auch nicht. Also das wird auf jeden Fall eine Personalie, die wird interessant. Ich hoffe nur, dass sie so geregelt wird, wie Phil das beschrieben hat. Lasst mal lieber in den Kommentaren übrigens für beide Torhüter da, ganz wichtig, für beide Torhüter. Und sagt aber, diskutiert auch gerne mal offen, aber freundlich und respektvoll, wann ihr diesen Generationenwechsel durchziehen würdet. Weil das ist wirklich eine spannende Frage, finde ich. Finde ich auch. Und ich finde es gut, wenn wir da alle sachlich bleiben. Sachlich müssen wir auch dabei bleiben. Das trotz der Tatsache, dass wir sehr, sehr viel Lob jetzt hier ausgeschüttet haben für die Einzelakteure. Das zieht sich jetzt auch durch. Wie gesagt, Ajax gut gelaufen, jetzt gegen Bochum gut gelaufen. Gab es trotzdem so einige Wackler. Und ich will mit dir ganz kurz über diese Wackler sprechen. Weil es war ja durchaus ein Spiel auf Messerschneide. Da war es durchaus auch so, es hätte auch in die andere Richtung laufen. Ich bin immer noch fertig. Und ich war in Bochum nicht darauf vorbereitet, weil es wirkte zwischenzeitlich bei der 2-0-Führung, wirkte das sehr souverän. Und du hast gedacht, das ist eine Frage der Zeit, wann es 3-0 fällt. Das fiel nicht und das Zittern fing an. War ich wirklich auch mental nicht darauf vorbereitet, weil ich weiß gar nicht, ob ich so befriedet bin mit der Gesamtsituation wie ihr. Ja, das ist ja der Punkt. Weil das in Bochum, das hätte auch noch schief gehen können und dann wäre wirklich die Kacke am Dampfen gewesen. Dieses Unionsspiel wirkt trotzdem noch nach, weil diese Punkte, die du da jetzt holst, das waren Pflichtpunkte und das waren keine Punkte, die irgendwie dich absetzen lassen, sondern das waren Punkte, um mithalten zu können. Weil die anderen punkten jetzt auch. Du hast Leipzig plötzlich punktgleich mit dir gehabt. Mainz und Freiburg haben beide gepunktet. Ja. Das heißt, diese Punkte waren elementar. Und es muss jetzt halt so weitergehen. Jetzt zu sagen, boah, Gott sei Dank ist wieder alles gut, da bin ich weit davon entfernt, weil ich das Gefühl habe, okay, man ist 50-50-mäßig aus dieser Woche rausgegangen. Weil du hast in Amsterdam ein geiles Spiel gemacht, du hast in Bochum ein gutes Spiel gemacht. Gleichzeitig hast du aber auch ein Heimspiel gegen Ajax gehabt, wo der Trainer des Gegners gedacht hat, ja okay, ich schenke dieses Spiel ab und du hast dieses Union. Das heißt, im Endeffekt ist das eine 50-50 Woche aus den Wochen der Wahrheit und du hast aber jetzt, und hat Phil recht, alles in der eigenen Hand. Du bist in der Länderspielpause noch auf dem Champions League Platz, aber du musst es jetzt steuern, weil du hast gesagt,
gestern, ehrlich gesagt, hätte es nicht viel gebraucht, dass das dann am Ende doch noch Da will ich ja ganz kurz rein. Phil, kannst du dir das erklären? Ist es natürlich, dass man gegen das Heimteam diese Schwächen hat? Oder ist da trotzdem irgendwas, wo wir noch dran arbeiten müssen, dass in der Abwehr zu viel Wackeliges passiert? Ja, ich finde schon, dass mit Arthur Theat derjenige fehlt, der am Ende gerade in Amsterdam in dieser kappeligen Schlussphase den Unterschied gemacht hat, defensiv. Robin Koch hatte gestern nicht seinen besten Tag. Ja, jetzt muss man sagen. Das ist nach wie vor, ich meine, Bochum ist auch wirklich ein maximal undankbares Auswärtsspiel, weil die fressen dich auf, auch wenn du 2-0 führst. Das ist richtig. Die kriegst du, glaube ich, erst tot, wenn es 5-0 steht. Vorher geben die einfach nicht auf. Gestern konnte ich es ein bisschen, konnte ich mich schon reinversetzen in die Mannschaft, dass hier mal ins Wackeln kam, auch nach diesen sehr intensiven 2 Europapokalwochen jetzt. Gegen Union hatte ich weniger Verständnis dafür, ehrlich gesagt. Gestern hatte ich Verständnis dafür, aber, und nochmal, die Art und Weise, wie die Mannschaft das auch angenommen hat, wie diese ganzen Jungs, egal ob es bei Ekitike, finde ich das immer so geil, das ist so ein Schlagser, denkst du, wie kann er sich überhaupt im Zweikampf behaupten? Der hat gefühlt jeden Ball festgemacht, der verliert keinen Zweikampf. Nene Brown, der hat körperlich so viel dazugelernt in dieser Zeit. Bahoya, hast du am Anfang auch gedacht, der fällt jedes Mal um. Auch der behauptet sich jetzt. Also diese Körperlichkeit, die du gestern da gezeigt hast, das war für mich der Schlüssel zum Sieg letzten Endes. Und deswegen war er in Summe für mich auch verdient. Finde ich auch. Ich glaube, dass das verdient war, muss man auf jeden Fall genauso sagen. Es gibt natürlich Details, man könnte über das Gegentor sprechen. War das jetzt Abseits, war das jetzt kein Abseits? Liebe Leute, könnt ihr da mal ganz kurz reinschreiben, was mir noch trotzdem ein bisschen noch öfter aufgefallen ist. Und das will ich nur noch mal reingeben, weil es ein bisschen so ein Muster ist. Die Eintracht verliert sehr, sehr viele Bälle. Da sind sehr, sehr viele Fehlpässe, unnötige Fehlpässe. Da sind viel Ballverluste, wo ich mir schon die Frage stelle, an manchen Situationen mangelt es an der Konzentration. Da muss man noch mal dran arbeiten. Vielleicht hängt das ein Stück weit damit zusammen, dass es eine große Durchmischung gibt und nicht irgendwie 10 Spieler die ganze Zeit spielen. Aber das ist so ein bisschen eine Irritation. Hängt aber vielleicht auch mit der Schnelligkeit des Spiels zusammen. Hängt auch mit der Spielweise der Eintracht zusammen. Genau. Dass du quasi erstmal, ich glaube, der Default-Modus ist, wir spielen jeden Ball hinten raus. Ja. Und manchmal gibt es die Situation halt nicht her und du machst es trotzdem und bringst dich dann durch selber in Schwierigkeiten, dass du auf ganz engem Raum dich da irgendwie durchpassen musst. Das fand ich gestern in Bochum sogar verbessert. Ja, weil im Endeffekt war verbessert. In Bochum war es verbessert, dass man dann halt in der Situation manchmal gesagt hat, okay, klatsch den Ball einfach raus. Klatsch den Ball jetzt lieber raus, bevor wir uns da jetzt wieder in Schwierigkeiten bringen. Und ja, am Ende hat Phil aber recht. Ich glaube, dass das, was da in Bochum passiert ist, das kann man erklären. Weil im Endeffekt hast du diese Doppelbelastung, Bochum hat es nicht. Bochum ist auch auf Strom, die wollen nicht absteigen. Dass dann am Ende noch mal so ein bisschen Schwierigkeit reinkommen musst du mit einplanen. Aber die wichtigste Antwort hat die Eintracht gegeben. Die Eintracht hat sich nicht verrückt machen lassen. Sondern die Eintracht hat dann dagegen gehalten mit den Mitteln, die Bochum dann halt wählt. Weil das hatten wir gegen Union nämlich nicht. Ja. Union Berlin kam aus der Halbzeit raus, hat dich auf so ein Fight Club Spiel eingeladen. Und du hast gar nicht gewehrt und hast gesagt, Entschuldigung, ich will aber hier ganz normal das machen. In Bochum hast du gesagt, ja gut, komm her. Ja. Übrigens 2 negative Aspekte noch. Gute Besserung gehen raus an Elias Giri und an Hugo Larsson. Weil da wissen wir Stand jetzt, wir zeichnen ja Montagvormittag auf, wissen wir noch nicht, wie schwer das ist. Giri, ganz ehrlich, Riesenspiel gemacht. Gutes Spiel gemacht. Muss man mal erwähnen, weil auch der, ähnlich wie Kevin Trapp, sehr viel in der Kritik steht. Gut, die 2 jetzt ausfallen, ja, du hast Højlund nicht nominiert für die Europa League, dann hast du ein echtes Problem auf der Doppel-6, zumindest international. Ja, und Højlund jetzt nicht mit einem seiner besseren Spiele, muss ich sagen, war so okay, aber gut. Aber der wehrt sich auch. Aber der wehrt sich auch. Es ist auch alles okay, nicht jeder kann immer seinen Top-Tag haben. Top-Tag für mich hatte übrigens auch wieder, wenn wir ganz kurz auf die Einzelsituation gehen können, wir haben es am Ende gesehen, ein immer aktiver Knauf, der am Ende maßgeblich dafür gesorgt hat. Was man auch nicht unerwähnt lassen darf, dass Mitschi jetzt schon wieder das 2. Tor gemacht hat, der sich echt als Joker gut eingefügt hat. Was eine schöne Situation ist, mit Knauf zusammen da war der Wille dann da und dann war dann der Deckel drauf und wir haben uns alle gefreut. Liebe Leute, es ist schon ganz gut, die Eintracht hat das ganz gut bestanden, diese Wochen der Wahrheit, aber du konntest hier keinen Vorsprung ausbauen, weil du halt merkst, die Gegnersituation, die Konkurrenzsituation ist halt mega krass. Freiburg ist am Start, die Mainzer sind giftig und nerven mich die ganze Zeit. Das ist schon sehr, sehr ekelig. Was machen wir jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Jetzt erstmal Länderspielpause, glaube ich. Ja, super. Erstmal durchatmen. Ich bin ehrlich gesagt froh bei der Länderspielpause, wenn ich ehrlich bin. Ein bisschen durchpusten, aber auch da wieder die Hoffnung, dass sich nicht noch mehr Jungs verletzen. Das ist immer das Einzige, wo man so die Luft anhält in dieser Länderspielpause. Und dann danach, Marv, Basti, Europa League Viertelfinale. Wir sind 2 Runden entfernt vom Endspiel in Bilbao. Man glaubt das kaum, weil man denkt, irgendwie ist es so weit weg, aber es ist so nah dran und wir spielen gegen einen altbekannten Gegner, Tottenham Hotspur. Und liebe Leute, das ist eine grandiose Partie. Wir kennen den Gegner, es ist ein tolles Stadion und es wird auf jeden Fall eine brisante Sache, die momentan nicht so richtig gut am Start. Irgendwie, glaube ich, nur so im Tabellenmittelfeld, Tabellenplatz 14 sogar. Also das ist gar nicht so richtig gut. Aber da ist vielleicht was möglich, aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das genau die Gefahr ist. Ja, das ist halt genau die Gefahr, weil das on the line für die in der Europa League. Es ist Season on the line, weil die können dann quasi auch so ein bisschen sich selber die Möglichkeit erspielen, das, was sie vielleicht in der Liga so ein bisschen schlecht gemacht haben. Das, was wir vor 3 Jahren hatten. Ja, genau. Das wie keiner
wenige Leute werden wissen, dass Oliver Glasner Elfter geworden ist mit der Eintracht. Ja, genau. Weil es ist auch völlig egal gewesen. Ja. Und das könnte ja bei Tottenham auch irgendwie so ein Faktor sein, dass du dann sagst, okay, die nehmen den Wettbewerb halt und legen da ihren Fokus drauf. Anders als Ajax, nochmal, ich sag's doch mal. Also das war ja auch Wahnsinn. Das verwundert mich immer noch. Ich hätte keine Antworten, auch wenn es mich nicht betrifft, weil ich kein Ajax-Fan bin. Aber in der Liga funktioniert ja jetzt auch nichts mehr. Ich habe mich als Ajax-Fan gefragt, stell dir mal vor, du bist Ajax-Fan, gehst in den Block rein, guckst dir die Aufstellung an und denkst, Entschuldigung, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Irgendwas nicht, egal. Und bei Tottenham, glaube ich, wird das nicht so sein. Und ich habe absoluten Respekt vor diesem Los. Weil im Endeffekt glaube ich, dass Tottenham hier der Favorit ist. Und dass die Eintracht tatsächlich, du sagst, der Weg nach Bilbao, der Eintracht wird dieser Weg nicht einfach gemacht. Also wenn du gegen Ajax kommst, dann kommst du gegen Tottenham, danach wirst du wahrscheinlich auch eine Fackel bekommen. Ich glaube aber, dass es vielleicht auch von der Rollenverteilung her gar nicht so schlecht ist. Denn gegen Alkmaar wärst du der große Favorit. Das ist es. So liegt der Druck bei Tottenham. Und wie du sagst, das ist für die einzig verbliebene Chance, nächstes Jahr international zu spielen, ist diese Europa League zu gewinnen und in der Champions League zu spielen. Das ist für die elementar. Druck ist enorm. Die haben natürlich eine brutale Offensive. An guten Tagen können die uns auch zweimal aus dem Stadion schießen. Ja. Aber die sind hinten extrem wackelig. Die hätten auch selbst im Rückspiel gegen Alkmaar 4-5 Buden fressen können. Ich glaube, es werden 2 wirklich mega spannende Spiele, auf die ich jetzt schon Bock habe. Reise dahin, wer dabei ist. Wir waren ja schon da, wer dabei war. Dieses Stadion ist eigentlich mehr ein Tempel und kein Stadion. Das ist eher Unterhaltung, ist auch ziemlich weird, aber ein schönes Erlebnis. Ich habe jetzt schon Bock auf Anfang Mitte April. Ich auch. Ich habe auch richtig Bock und ich kann euch jetzt schon sagen, wir werden vor Ort sein. Fußball 2000 wird auf jeden Fall dort auch was machen. Liebe Leute, schreibt in die Kommentare, wie euer Gefühl dazu ist und dann sehen wir uns ganz bald. Vertragt euch! Ja, vertragt euch, so wie wir hier. Wir vertragen uns nämlich auch. Komm, wir nehmen uns alle nochmal jetzt. So, also, knuddeln hier, jawohl. Ciao. Ach, ist das nicht herrlich. Ein wunderschöner, chilliger, sonniger Montag. Einfach mal die Seele ein bisschen baumeln lassen. Ganz anders als gestern, Freunde. Was waren das für nervenzerfetzende 90 Minuten in Bochum? Dramatik pur auf und auch abseits des Platzes. Banner, die Fluchttore versperren und ein völlig vogelwilder Fußballkick am Ende mit Happy End für die Eintracht. Wir haben die Highlights, alle Bilder nochmal für euch einsortiert und kommentiert. Fußball 2000 mit den Highlights der Eintracht in Bochum gibt's genau hier.